In April 2008, the world was stunned by revelations of one of the most horrific cases of abuse ever recorded. Das Gesicht habe ich immer vor mir. Er hat's behandelt wie den letzten Dreck. Wie den letzten Dreck. Und das war's. In the city of Amstetten, Austria, Josef Fritzl, a respected businessman, father and husband, was discovered to have held one of his own daughters captive in the cellar in the family home for 24 years. Over that period, he repeatedly raped her. She bore him 7 children. Ich habe ein Recht, die Wahrheit zu sagen. Warum wollt ihr nicht reden? Habt ihr was zum Verschweigen? Ich habe wirklich gesagt, habt ihr was zum Verschweigen? Der Hund manchmal geknurrt hat und so ganz leicht vor sich hingebellt hat und seine Ohren nicht mehr gespitzt hat, dass er vielleicht etwas gespürt hat, das unterhalb in dieser Wohnung, ja. Nobody knew it was happening, not even his own family. In this film, we've obtained unseen personal footage and family photographs, as well as access to those closest to him. Many have not spoken before. This is the story of Josef Fritzl. The story of what happened to Elizabeth is difficult to comprehend. Raped by her own father over 3,000 times. Solitary childbirth in the darkness of a rat-infested cellar. What I never will forget is that the smell of this cellar. I smell it, I have the smell in my nose. Chained to the wall. Impossibly low ceilings. Beatings. Torture. Near starvation. Terrible man. I don't know if he's sick. I don't know that. Maybe mediciners will talk in the process, but terrible man. So who is Josef Fritzl? I grew up in a poor family. My father was a no-good scoundrel who always cheated on her, and my mother threw him out of the house when I was 4, and she was quite right to do so. After that, it was only the 2 of us. I grew up in the Nazi era, and strictness and discipline were very important then. I've probably subconsciously picked up some of that, which is only normal. In the closing weeks of the war, Josef began attending school in Amstetten, 2 years older than his classmates. Karl Dunkel became his close friend at school. Wir haben zu ihm Pepperl gesagt, der Josef ist in Österreich, damals war es der Pepperl. Er war uns ja etwas, wenn man so will, überlegen, weil er 2 Jahre älter war wie wir. Wieso eigentlich er so spät eingetreten ist, war durch die Kriegswirren wahrscheinlich bedingt. Aber er war ein absolut unauffälliger Schüler, absolut. Würde sogar sagen, er war sicherlich einer der besseren Schüler, den wir gehabt haben. In his police statement, Josef tells of how his mother would refuse to go into bunkers as air raid sirens wailed, leaving her terrified son in the hands of neighbours.
Despite the war, Joseph emerged an intelligent boy and was a success at school. My mama was a strong woman. She taught me discipline, order and diligence. Er war sicher ein relativ Einzelgänger, der Vater eines Schulkollegen hat immer gesagt, Kinder, kümmert euch ein bisschen um den Fritzl, das ist so ein armer. Frederick Leimleiner also remembers Joseph well. Ja, ich habe Ihnen etwas mitgebracht, wenn Sie das interessiert. Das war eigentlich das letzte Bild mit dem Josef Pepe Fritzl. Das war das Klassentreffen im Jahr 2007 im Oktober. Ja, ich habe ihn, Josef, kennengelernt in der 1. Klasse Hauptschule. Vorher wussten wir nicht, von wo der kommt. Ne? Auf einmal ist er da gewesen. Ne? Ist eigentlich nie so richtig zu erfahren gewesen, was er vorher gemacht hat. Beziehungsweise, dass er in die Schule gegangen ist, war schon klar. Ne? Aber wo und wie? Irgendwas. Also, er war eigentlich ein angenehmer Freund und Apostroph Schulfreund. Absolut. Und nach dem 2. Jahr hat er sich auf einmal, dann hat er sich gekämmt fest, und vorher war er ein bisschen, und auf einmal ist er aufgetaut und hat sich Brillantine in die Haare geschmiert. Ne? Und hat auch vorher nicht so gelernt. Und nachher auf einmal ist der Pepe auf einer der Besten gewesen in der Schule. Ne? Ja, seine Mutter war eine sehr bescheidene, ich möchte fast sagen, ärmliche Frau. Immer ganz dunkel gekleidet. Ja. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es ihm so gepasst hat, wenn man zu ihm gekommen ist. Also er hat immer versucht, seine Freunde oder was ein bisschen fernzuhalten. Ne? She was the best woman in the world, and I was her husband in some way. I was the only man in the house. I loved her over everything. Did I fantasize about my mother? Probably. But I was strong, and I have therefore managed to suppress my urges. Joseph Fritzl left school to become an engineer. Later, I got older and I started going out, and I had several amorous affairs. And then I found Rosemarie. She had nothing in common with my mother. But, however, there were some similarities. She was much more shy and weaker than my mother. Ich habe auch die Mutter gekannt. Die Mutter war eine sehr harte Frau. Also, er wurde viel geschlagen, das stimmt. Also meine Schwester war immer sehr ruhig. Sie war eine sehr ruhige Person. Still und ruhig. Sie war nicht übertrieben irgendetwas, so wie heute die Jungen sind. Sie war sehr ruhig, ein sehr ruhiges Mädchen war sie. Die haben sich in einem Kaffeehaus kennengelernt. Und da hat sie dann nach einer Woche hat sie dann zu Hause vorgestellt beim Vater. Also die Eltern vorgestellt. Ja. Sie hat vorher keinen anderen Freund gehabt, nichts. Das war der erste. Der erste Eindruck war ein guter Eindruck. Er war freundlich, er war nett, er war jung. War ein guter Eindruck eigentlich. Das hat sich dann im Laufe der Jahre hat sich das dann geändert. Da hat man dann gemerkt, dass er ein Despot ist, also dass er, was er sagt, das Wort zählt und kein anderes. Ne? Er sagt, friss nicht so viel, du bist schon so fett, und solche Worte hat er eben gebraucht. Und das hat sich natürlich bei mir dann, meine Einstellung zu ihm sehr geändert. Das sagt man ganz einfach nicht, ganz gleich wo wann. Ne? Less than a year after first meeting Rosemarie, they were married. She was 17 years old.
Working at a local steel company in Linz, Joseph moved in with Rosemary's parents and Christine. The first of their 7 children came along soon after, in 1957.